Mandanten fragen mich immer wieder, ob es möglich ist, auch für den Kleinunternehmer, den Freiberufler, den Selbstständigen Steuern zu sparen wie die großen Unternehmen. Man denke nur an Amazon, Nike, Google, Apple und wie sie alle heißen. Dort gibt es ja die kreativsten Steuermodelle, gerade in Irland oder auch in Luxemburg mit sehr klangvollen Namen. Double Irish with a Dutch Sandwich oder auch der Single Malt, oder dann hat ja auch hier zum Beispiel Nike ein Modell gehabt, wo sie zwei holländische Limited Partnerships, also zwei holländische Kommanditgesellschaften verwendet haben, lange Jahre, um praktisch gar keine Steuern außerhalb der USA zu bezahlen. Ist sowas machbar auch für den Normalsterblichen? Dann wird hier aufgeführt, naja, die Regierung in Luxemburg hat ja hier mit Amazon und mit Microsoft irgendwelche Sweetheart-Deals gemacht, dass die nur 1 bis 2% Steuern bezahlen. Kann ich nicht sowas auch verhandeln mit den einzelnen Regierungen? Es muss doch möglich sein, dass das auch der Normalverdiener oder Normalunternehmer macht. Nun, die kurze Antwort lautet, es ist leider nicht möglich. Und warum ist das so? Nun, diese großen Unternehmen bringen ja für den Staat sehr viele Vorteile, insbesondere in Form von Arbeitsplätzen. Also Microsoft hat Tausende von Mitarbeitern in Irland und in Luxemburg, Google das gleiche, Apple das gleiche in Irland, Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern. Diese Mitarbeiter zahlen Steuern, diese Mitarbeiter investieren in die lokale Wirtschaft. Es ist also für den Staat höchst interessant, hier diese Unternehmen im Land zu haben, und gerne wird ihnen hier ein niedriger Steuersatz eingeräumt. Leider kannst du diese Vorteile dem Staat nicht bieten. Du wirst nicht Tausende von Arbeitsplätzen schaffen in Irland oder in Luxemburg oder sonst irgendwo. Daher sind natürlich die Staaten auch nicht bereit, dir entsprechende Vorteile einzuräumen. Du spielst einfach nicht in der richtigen Liga mit. Das musst du schlicht und ergreifend akzeptieren. Akzeptiere es von mir oder von jemand anders. Aber das ist leider die brutale Wahrheit. Das heißt, nein, Steuern sparen wie Großkonzerne, das kannst du leider nicht. Das funktioniert nicht. Allerdings gibt es auch für dich Möglichkeiten, Steuern zu sparen, deine Steuerlast ganz signifikant zu senken, auf vielleicht weniger als 10% oder auch weniger als 5%. Allerdings bedeutet das immer, dass du deinen Wohnsitz ins Ausland verlegst. Was nicht funktioniert, zu sagen ist, okay, ich bleibe jetzt in Deutschland wohnen, hier sind meine Familie, hier sind meine Freunde, und jetzt gründe ich einfach irgendeine Firma in irgendeinem Offshore-Land, irgendeine Klitsche in den British Virgin Islands oder sowas, und dann kann ich hier steuerfrei Geld verdienen. Das funktioniert nicht. Du musst deinen Wohnsitz ins Ausland verlegen, in ein attraktives Land, und dann auch noch eine Firma gründen in einem attraktiven Land. Und dann hast du eine Kombi, die ist unschlagbar, die ist machbar. Das klingt alles viel einfacher, als es tatsächlich ist. Denn in Deutschland gibt es ja alle möglichen steuerlichen Gräueltaten, von der Wegzugsteuer zur Entstrickung zur erweitert beschränkten Steuerpflicht. Ich will gar nicht drüber reden. Das heißt, der deutsche Staat will dich nicht weglassen und macht es besonders teuer für dich, wenn du Deutschland verlassen willst. Also rechne nicht damit, dass es einfach ist. Aber es ist machbar. Man kann es definitiv tun. Wenn du nicht deutscher Staatsbürger bist und in Deutschland nicht lebst oder nicht sehr lange in Deutschland gelebt hast, dann ist alles schon mal viel einfacher. Selbst für Österreicher ist vieles einfacher, auch wenn die eine Wegzugsteuer haben. Aber diese kann innerhalb der EU wenigstens gestundet werden. Wenn du Schweizer bist oder eine andere Nationalität hast, dann hast du viel weniger beziehungsweise gar keine Probleme. Aber auch hier bleibt letztlich die Grunddynamik die gleiche. Du musst ins Ausland umziehen, damit du tatsächlich Steuern sparen kannst. Und dann in Kombination mit einer Auslandsgesellschaft ergeben sich tatsächlich steuerlich attraktive Modelle. Lass dir bitte nicht von irgendjemand aufschwatzen, dass du einfach dein Leben so weiterführen kannst, irgendwo eine billige Gesellschaft gründest, mit der du Steuern sparen kannst. Das funktioniert nicht. Wir hören ja hier die exotischsten Modelle. Weiß was ich, gründe eine Gesellschaft in Singapur, die hat eine Holding, die eine Stiftungslimited ist in UK und so. Das alles funktioniert nicht. Das ist alles Augenwischerei. Sehr gefährlich. Oder was war vor kurzem? Man hat viel von der EWIF gesprochen, sozusagen eine europäische Genossenschaft. Auch hier ein Steuersparmodell im Grunde genommen nicht möglich. Wie gesagt, ich sage es nochmal, der einzige Weg, geh ins Ausland, plan das gut
und dann kannst du hier sehr attraktive Steuersätze realisieren. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, was dich umtreibt, was du gerne angehen möchtest, dann rate ich dir, buche ein Beratungsgespräch. Link packe ich jetzt hier in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, über dein Auslandsvorhaben im Beratungsgespräch sprechen zu können und mit dir deinen Umzug in eine bessere Zukunft steuerlicher Art wenigstens zu planen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.